Sie fuhr 4 Stunden für einen Hund, den sie nicht wollte. Einen 40 Kilo Langhaarschäferhund mit bernsteinfarbenen Augen und einem Lächeln, das Menschen nervös machte. Sie hatte 4-mal Nein gesagt. Ihrer Freundin, sich selbst, dem Foto auf ihrem Handy und der Stimme in ihrem Kopf, die immer wieder flüsterte: „Du bist noch nicht bereit dafür." Und dann stieg sie an einem Samstagmorgen trotzdem ins Auto. Was in den darauffolgenden Wochen in ihrem Zuhause passierte, was dieser Hund tat, ohne Training, ohne Kommandos, ohne ein einziges Wort, hat jeden geschockt, der davon gehört hat, einschließlich ihr selbst. Lena Bauer war ein praktischer Mensch. Sie war 22 Jahre alt, lebte allein in Freiburg und sie hatte eine Liste. Eine innere Liste, die man sich still über Jahre aufbaut. Dinge, für die man noch nicht bereit ist. Eine ernsthafte Beziehung. Eine eigene Wohnung mit Hypothek. Ein Hund. Vor allem ein Hund. Hunde bedeuteten Verantwortung. Hunde bedeuteten Abhängigkeit. Hunde bedeuteten 4 Stunden Autofahrt an einem Samstag, weil eine Freundin ihr ein Foto schickt und sagt: „Das ist dein Hund." Und irgendetwas in ihrer Brust sich bewegte, bevor ihr Verstand es stoppen konnte. Sie sagte Nein. Sie sagte Nein am Montag, als das Foto ankam. Sie sagte Nein am Mittwoch, als ihre Freundin ein Video schickte. Sie sagte Nein am Freitag, als sie das Video erneut ansah. Und am Samstagmorgen zog sie ihre Schuhe an, stieg ins Auto und fuhr 4 Stunden nach Norden. Sein Name war Cove. Er war 40 Kilo purer, tiefschwarzer Langhaarschäferhund, mit Fell, das sich bewegte wie Wasser, wenn er lief, und Ohren, die kerzengerade abstanden wie Antennen. Der Züchter führte ihn an der Leine heraus, und er lief direkt auf Lena zu, setzte sich vor ihr hin und sah hoch. Nicht in ihr Gesicht, in ihre Augen. Als würde er schon die Antwort kennen und einfach darauf warten, dass sie aufholt. Sie fuhr nach Hause, mit 40 Kilo Hund auf der Rückbank, sein Kinn auf der Mittelkonsole, seine bernsteinfarbenen Augen auf die Straße gerichtet, wie ein Beifahrer, der ernsthafte Bedenken wegen ihrer Spurhaltung hat. Der erste Morgen war reines Chaos. Cove riss ihren Garderobenständer innerhalb von 40 Sekunden um, nachdem er von der Leine gelassen wurde. Er fand jeden einzelnen Schuh, den sie besaß, und schaffte sie zu einem ordentlichen Haufen bei der Hintertür, anscheinend zur sicheren Aufbewahrung. Er entdeckte ihre Lieblingsdecke auf dem Sofa, umgraste sie 3-mal mit großem Zeremoniell und legte sich mit der Zufriedenheit von jemandem, der eine lange und schwere Reise hinter sich hat und sich das verdient hat. Lena stand in ihrer Küche und dachte: Was habe ich getan? Bis zum 3. Tag hatte sich das Chaos in etwas anderes verwandelt, in einen Rhythmus, den sie nicht geplant hatte. Cove wachte vor ihr auf, immer. Und wenn sie die Augen öffnete, saß er bereits neben dem Bett. Geduldig und riesig. Wartend, nicht fordernd, einfach da. Als würde er verstehen, dass Morgen empfindlich sind und keinen Kommentar brauchen, nur Gesellschaft. Sie machte Kaffee. Er saß ihr zu Füßen, lehnte das volle Gewicht seines Körpers gegen ihr Bein und sie trank ihn stehend am Küchenfenster, mit Blick auf den Garten, den sie nie benutzte. Sie fing an, den Garten zu benutzen. »Hey, ich sehe schon, du bist noch hier, aber noch kein Abonnent. Das trifft Cove ein bisschen. Er hat gerade in die Kamera geschaut. Abonniere jetzt. Lass ihn nicht im Stich.« Also Leute, jetzt kommt etwas, das die meisten nicht wissen. Langhaarschäferhunde gehören zu den emotional intelligentesten Tieren, die je erforscht wurden. Sie reagieren nicht einfach auf Kommandos. Sie lesen den Kontext. Sie lesen Gesichter. Sie lesen die ganz spezifische Qualität einer Stille und wissen den Unterschied zwischen der Stille von jemandem, dem es gut geht, und der Stille von jemandem, dem es nicht gut geht. Ein Langhaarschäfer entscheidet innerhalb von Minuten über einen Menschen. Und wenn er diese Entscheidung getroffen hat, ändert er sie nicht. Cove hatte seine Entscheidung über Lena 4 Stunden nördlich von Freiburg in einem Hof, in dem Moment, als sie sich hinkniete und er ihr in die Augen sah. Sie gehörte ihm. Das war das. 6 Wochen später hatte Lena eine Nacht, die sie nicht erwartet hatte. Ein Telefonat, das schlecht lief. Das Gespräch, das endet und den Raum kleiner zurücklässt, als er vorher war. Sie legte ihr Handy mit dem Display nach unten auf die Arbeitsplatte und setzte sich auf den Küchenboden. Nicht auf das Sofa, auf den Boden, weil der Boden manchmal der einzig ehrliche Ort ist. Cove kam aus dem Flur.
Er bellte nicht. Er lief nicht nervös hin und her. Er ging langsam zu ihr, legte seinen 40-Kilo-Körper auf die Fliesen neben ihr und legte seinen Kopf in ihren Schoß. Sie saßen dort 47 Minuten lang. Sie weinte nicht. Sie musste es nicht. Als sie schließlich aufstand, stand Cove mit ihr auf. Er folgte ihr ins Schlafzimmer, wartete, während sie sich die Zähne putzte und legte sich dann ans Fußende ihres Bettes und atmete aus. Ein langer, langsamer Atemzug, als würde er das Gewicht des Abends in ihrem Namen loslassen. Sie stand dort im Dunkeln und dachte, ich bin 4 Stunden für diesen Hund gefahren. Und dann, ich würde 400 fahren. Genau solche Geschichten müssen manche Menschen heute hören. Wenn dich das im richtigen Moment gefunden hat, du weißt schon warum. Die Wochen wurden Monate, die Monate wurden ein Leben. Cove lernte das Geräusch ihres Autos von 2 Straßen entfernt und stand an der Tür, bevor sie den Schlüssel ins Schloss steckte und schnüffelte zur Begrüßung. Er lernte, welche Abende schwer waren und welche leicht und passte sich entsprechend an. Lauter und alberner an den leichten, stiller und näher an den schweren. Er lernte, dass sie nach dem Nachhausekommen 30 Minuten Stille brauchte, bevor sie wieder für die Welt bereit war, und er gab sie ihr. Er saß in der Nähe, verfügbar, aber nicht fordernd. Er entwickelte eine Gewohnheit, die Lina nie erklären kannte. Jeden Abend um 23 Uhr machte Cove eine einzige Runde durch das Haus. Wohnzimmer, Küche, Hintertür, ihr Schlafzimmer, dann zurück zu seinem Platz. Sie hat es einmal gestoppt, 4 Minuten. Er hat keine einzige Nacht ausgelassen. Er war im genauesten Sinne des Wortes genau das, was sie brauchte. Nicht, was sie sich gewünscht hatte, nicht, was sie geplant hatte, was sie brauchte. Heute ist Cove 2 Jahre alt. Er nimmt noch immer die Decke, er schiebt noch immer die Schuhe hin, er sitzt noch immer jeden Morgen zu ihren Füßen, während sie ihren Kaffee am Küchenfenster trinkt, lehnt sein volles Gewicht gegen ihr Bein, wie eine Erinnerung daran, dass sie in diesem Haus nicht allein ist. Nicht mehr allein, seit einem Samstagmorgen, an dem sie ins Auto stieg und 4 Stunden auf etwas zugefahren ist, für das sie noch kein Wort hatte. Jetzt hat sie eines: zu Hause. Nicht jeder Hund findet dich über ein Tierheim. Nicht jede Rettung sieht aus wie eine Rettung. Manchmal kommt sie als Foto an einem Montag und fährt dann trotzdem los. Weil manche Hunde nicht darauf warten, dass du bereit bist. Sie warten einfach auf dich. Und wenn du daran denkst, einen Hund in dein Leben zu holen, nimm dir die Zeit zu verstehen, was er braucht. Lern seine Sprache. Hab Geduld mit seinen Stille-Momenten und seiner Lebendigkeit. Gib ihm nicht nur deine Zeit, sondern deine Anwesenheit. Denn ein Hund, der dir vollkommen vertraut, ist eines der seltensten Dinge, die diese Welt zu bieten hat. Vergiss das nicht. War das von der ersten Sekunde an Liebe oder hat sie Zeit gebraucht, um zu wachsen? Schreib's mir in die Kommentare.